Hello, 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 hello and good morning. Hallo, hallo, hallo und guten Morgen. And then he continues and he says, Dann fährt er fort und sagt, in verse 30, in Vers 30, but if someone receives a revelation while someone else is still speaking, the one speaking should conclude and allow the one with fresh revelation the opportunity to share it. wenn aber jemand eine Offenbarung empfängt, während ein anderes noch spricht, sollte derjenige, der spricht, zum Schluss kommen und demjenigen, der eine frische Offenbarung hat, die Gelegenheit geben, sie mitzuteilen. Have you ever seen this done in any church? Hast du das jemals in einer Gemeinde so erlebt? We've created a church system that the one who has the microphone in the hand can never be interrupted. Wir haben ein Gemeindesystem erschaffen, in dem der das Mikrofon hat, nicht unterbrochen werden darf. Isn't that true? Ist das nicht so? I have the revelation, so I will speak until I don't want to speak anymore. Ich habe die Offenbarung, also werde ich so lange reden, wie ich will. Look, Paul is literally saying, Schau, Paulus sagt buchstäblich, if you are expressing a gift of the Holy Spirit and are sharing a revelation, wenn du eine Gabe des Geistes zum Ausdruck bringst und eine Offenbarung weitergibst, while you're still speaking, another member in the church is having a fresh revelation, und während du noch sprichst, hat jemand anderes in der Gemeinde eine frische Offenbarung, you are supposed to finish your thought and then let the other one share his revelation. dann sollst du deinen Gedanken beenden und der anderen Person erlauben, ihre Offenbarung mitzuteilen. I love this. Ich liebe das I've practiced it many times. und habe es oft praktiziert. We've seen this even in the school of the prophetic and supernatural. Wir haben das sogar an der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen gesehen. Suddenly people share things while somebody else says something, they raise their hand. Plötzlich empfängt eine Person etwas, während jemand anderes gerade spricht, dann heben sie die Hand. And then, the one who is speaking just finishes the thought and gives the other one the opportunity. Und der gerade redet, beendet seinen Gedanken und gibt dem anderen Gelegenheit, etwas zu sagen. This creates an incredible culture of honor for all the members of the body. Das schafft eine wunderbare Kultur der Ehre allen Mitgliedern des Leibes gegenüber. But not only does it create an incredible sense of honor, Aber es schafft nicht nur ein wunderbares Empfinden der Ehre, it creates a healthy interdependence. es schafft auch eine gesunde wechselseitige Abhängigkeit. And never will allow the guy with the spirit to be the only one to control the meeting. Und es ermöglicht es niemals, dass eine geisterfüllte Person als einzige eine Versammlung beherrscht. So Paul is giving us practical advice. He says, guys, again, it shows how we care for one another. Paulus gibt uns also praktische Anleitung. Er sagt, Leute, das zeigt erneut, wie wir uns umeinander kümmern. And then he brings this beautiful, famous verse in verse 31 that I've used so many times. Dann schreibt er diesen wunderbaren Vers 31, den ich schon so oft verwendet habe. For you can all prophesy in turn. Ihr könnt alle der Reihe nach Weissagen. It actually says in the original Greek that you are all able to prophesy. Im Originalgriechischen heißt es sogar, dass alle fähig sind, prophetisch zu reden. So look, Paul is saying that every single Christian is able to prophesy. Paulus sagt also, dass jeder einzelne Christ prophetisch reden kann. So how can that there are churches where only one and the same member always prophesy? Wie kann es dann Gemeinden geben, in denen immer nur dieselbe Personen weissagen? You know why? Weißt du warum? Because I believe we have created this terrible clericalistic and hierarchical system that we call church. Ich glaube, weil wir dieses furchtbare, klerikale, hierarchische System namens Gemeinde geschaffen haben. If Paul says that everybody is able to prophesy, then why doesn't everybody prophesy? Wenn Paulus sagt, dass jeder weissagen kann, warum tut es dann nicht jeder? Every leader in every church is supposed to do whatever he can Jeder Leiter in jeder Gemeinde sollte das ihm Mögliche tun, to teach and to motivate everybody to prophesy. alle zu lehren und zu motivieren, dass sie weissagen. Unless the whole church is flowing in the prophetic, he is not supposed to be happy. Solange nicht die ganze Gemeinde im Prophetischen fließt, sollte er nicht zufrieden sein. And yet so many are just happy. Trotzdem sind so viele einfach zufrieden. And others hide behind saying, I just don't have the gift to prophesy. Und andere verstecken sich dahinter, angeblich nicht die Gabe der Prophetie zu haben. But that's actually against what the Bible says. Doch das widerspricht dem, was die Bibel sagt. Every single Christian is able to prophesy, period. Jeder einzelne Christ ist in der Lage zu prophezeien, Punkt.
So we have to learn to use the gifts right. Wir müssen lernen, die Gaben richtig zu gebrauchen. That's one of the things I love about our school. Eines der Dinge, die ich an unserer Schule liebe, Activate and use the people to flow in the prophetic. ist, Leute zu aktivieren und einzusetzen, im Prophetischen zu fließen. So when we did a meeting in Guyana recently, Als wir kürzlich eine Veranstaltung in Guyana hatten, it was so beautiful to see how our students from the school were just flowing in the prophetic. war es so schön zu sehen, wie unsere Schüler im Prophetischen dienten. In fact, there was one time I had to take the microphone out of one of our graduates, out of her hands. Es gab eine Situation, in der ich einer unserer Absolventinnen das Mikrofon aus der Hand nehmen musste, And she tried to fight me und sie wehrte sich dagegen at a conference in front of everybody. auf einer Konferenz vor allen Leuten. And I said, let the others prophesy too. You've already prophesied 3 times. Ich sagte, lass auch die anderen weissagen, du warst schon 3-mal dran. You know, and this is exactly what Paul said, what it's supposed to be. Everybody's supposed to speak prophetic and use the gift of prophecy. Das ist es, was Paulus sagt. Jeder soll prophetisch reden und in dieser Gabe gebraucht werden. But look, he says in turn. Doch schau, er sagt, der Reihe nach. That's why I took the microphone out of her hand, because I said, that's not in turn. You are doing it all, and don't let the other prophesy. Deshalb nahm ich ihr das Mikro aus der Hand und sagte, das ist nicht der Reihe nach. Nur du redest und lässt die anderen nicht prophezeien. Look how he continues. Schau, wie es weitergeht. He says that you can all prophesy in turn and in an environment where all present can be instructed, encouraged and strengthened. Ihr könnt alle der Reihe nach und in einem Umfeld weissagen, in dem alle Anwesenden unterwiesen, ermutigt und gestärkt werden können. My friend, I do not know what part of a church meeting that you are part of. Mein Freund, ich weiß nicht, wie die Gemeinde aussieht, der du angehörst. But I'm telling you, Paul is instructing us that we should have an environment Aber Paulus sagt uns, dass wir ein Umfeld haben sollen, where everybody who is present can be instructed, can be encouraged, and can be strengthened. in dem alle Anwesenden unterwiesen, ermutigt und gestärkt werden können. So, whenever you go to a meeting, make sure you go there to instruct, encourage, and to strengthen. Immer wenn du also zu einer Versammlung gehst, dann tue das, um andere zu unterweisen, zu ermutigen und zu stärken. Whatever you do, ask the question, will it instruct, encourage, or strengthen? Frag dich bei allem, was du tust, ob es unterweist, ermutigt oder stärkt. And if every member has this attitude, the whole body will always be instructed, encouraged, and strengthened. Und wenn jedes Mitglied diese Einstellung hat, dann wird der ganze Leib immer unterwiesen, ermutigt und gestärkt. Church will be alive and active. Dann wird die Gemeinde lebendig und aktiv sein. See you tomorrow. Bis morgen!